Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Eine Anleitung für eine maritime Explosionsbox gab es vor einigen Tagen in den Größen 7 x 7 x 7 cm. Als Inhalt habe ich ein Segelboot gezeigt und einen kleinen maritimen Strandkorb, den aber aufgeht, geklemmt. Da, also. Die Anleitung verlinke ich dir. Und heute habe ich mir gedacht, ist in meiner Explosionsbox mal so zwischendurch dieser klitzekleine Rucksack drin. Schnell gefaltet. Falten ist ja eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Die Ausgestaltung, da gibt es sicher 1000 Möglichkeiten. Meiner schaut so aus. Ich habe hier auch noch einen in Urwaldfarben, auch schicki. Heute kommt nochmal ein maritimer. Ich mache die Box mal zu. Klein, aber fein. Und natürlich kannst du den auch größer machen. Das ist alles eine Frage des Papiers. Am besten du legst dir zuerst alle Materialien zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Du benötigst ein quadratisches Blatt. Hier, ich habe die Maße 6 x 6 Inch, das sind 15,2 x 15,2 cm. Ein Stück Tonkarton, einen Rest. Daraus entstehen die beiden Henkel, der Riemen hier hinten und der Griff oben und die angedeutete Tasche hier vorne und vielleicht noch einen Anhänger. Außerdem brauchst du die Papierschneidemaschine. Die Stanze, klassisches Etikett, habe ich verwendet. Eine Kreisstanze, das sind hier ein Inch. Und Abreißklebeband. Mein Kaffee geht mal ein Stück beiseite. Einmal trinke ich noch. Wo ist er fast weg? Und jetzt geht's los. Platz brauchen wir. Papierschneider kommt gleich von der Seite rein. Alles, was hier so fertig ist, geht nach hinten. Und hier ist unser quadratisches Blatt Papier. Ich habe hier Designerpapier genommen. Es ist ganz gut zum Falten, dass es nicht zu dick ist. Dieses geht gerade so. Ich falte zuerst, möchte ich den Mittelpunkt ermitteln, also falte ich zuerst ein Kopftuch in beide Richtungen. Also einmal so, dann drehe ich um 90 Grad und in die andere Richtung das zweite Kopftuch. Und somit habe ich meinen Mittelpunkt. Und ich habe mir überlegt, der erste Rucksack ist blau-weiß gestreift. Ja doch, blau-weiß gestreift. Manchmal denkt man, man sagt was anderes. Passt. Und der zweite, der soll hier für die ganzen nautischen Werkzeuge. Astronauten waren ja was anderes. Ich male mir hier mal ruhig den Mittelpunkt grob an. Der entsteht, wenn ich diese Diagonalen falte, und dahin falte ich jetzt die 4 Ecken. Grundform ist fertig. Jetzt brauche ich den Papierschneider. Kriege ich bestimmt auch anders die Linie hin, aber ich dachte mir, kann man ja leichter machen, muss ja nicht kompliziert sein. Ich nehme hier praktisch die Breite, das sind 10,75 würde ich mal grob sagen, und möchte das dreiteilen, also muss ich die in 3 Teile teilen, also falze ich bei 3,5 und ein bisschen. Naja, wohl hinkriegen. 3 um alle 4 Seiten. Seiten, Papierschneider an der Seite, und ich falte mal eine Runde. Das sieht gut aus. Ich muss dann immer, wenn ich eine Seite umfalte, an die gegenüberliegende Kante kommen. Das passt perfekt. Super. Jetzt brauche ich nochmal diese Linien, also falze ich hier nochmal die Schrägen rum. Das ist ziemlich kräftig, das Papier, aber es geht gerade so. Haben wir. Dann falte ich meine Anfangsform wieder auf, dass ich diese Form habe. Jetzt stelle ich die Seiten hoch, falze diese Schräge an die Linie hier oben ran, die andere Seite genauso, falte das Ganze nach innen rum und habe in dem Fall meine Vorderkante. Ich mache das nochmal auf. Jetzt
zeige das nochmal. So schaut es aus. Ich nehme die Ecke, lege sie dort an diese Ecke und diese linke Ecke gegenüberliegend dahin. Und kann das jetzt reindrücken und habe Kästchen. Wenn ich das auf der anderen Seite genauso machen würde, hätte ich ein Kästchen. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja einen Rucksack. Also drehe ich um. Mache das andere vom ersten Schritt ähnlich. Lege das an die Kante, diese Ecke. Lege die andere Ecke an die Kante. Genau. Und jetzt runterfalten, dann hätte ich mein Kästchen. Nehme diese Kante so, halte die hoch und drücke jetzt von diesem Kästchen diese beiden Querlinien ganz klar einmal zusammen und das Ganze so nach hinten. Schaue, dass sich unten nichts verknickt und habe die Grundform von meinem Rucksack. Er weigert sich da unten noch ein bisschen, aber das macht er nicht lange. So, jetzt haben wir es. So, gucken, dass das Quadrat unten wirklich ein Quadrat ist. Diese Seite wird die Lasche. Ich falte das nach innen und falte hier kleine Ecken, mache ich so ein bisschen nach Augenmaß, leicht nach innen. Könnte ich dann kleben, aber beim Falten, wenn es Origami heißt, ist Kleben nicht so das Erste, was man tut. Also, so, und jetzt dieses hier ein bisschen rund biegen und stecke ich hier vorne rein. Das Ganze ein wenig in Form drücken. So schaut meine Rucksack schon mal aus. Wäre auch eine schicke Handtasche, aber wir machen ja einen Rucksack. Haben wir soweit? Lassen wir so auch erstmal schön in Form. Das ist bei Leder ja auch so, das wird über Form gezogen. Und jetzt brauchen wir nochmal den Papierschneider neben diesem Streifen, den wir hier haben. Ich brauche jetzt für die Henkel 2 Streifen, die 9 mm breit sind. Und in der Länge sortieren wir uns das gleich. 9 mm. Außerdem stanze ich hier mit der Stanze klassisches Etikett die Form für meinen Henkel, für den Griff oben. Mit der Kreisstanze einen Kreis für die Tasche vorne, die ich nur andeute. Das geht auch ganz anders. Ich möchte es aber so haben. Und dann nehme ich nochmal das klassische Etikett, fädel das hier durch, ziehe die Seite hoch, ziehe raus. Ich könnte mich jetzt schon mal festlegen, wie lang ich die Gurte haben möchte. Ich mache das mal so. Ich glaube, das reicht. Den zweiten fädel ich von der Seite ein, ziehe hier hoch, lege meinen ersten drauf, habe das Maß in etwa, stanze und habe die Enden. Auch da könnte ich natürlich, wenn ich wollte, diese Form an Enden nehmen, aber ich wollte die andere Form. Falzbein. Ich ziehe das hier einmal drüber, damit sich da nichts knickt, wenn ich anfange zu falten. Und das Ende ziehe ich gleich in die andere Richtung. Gleiche mache ich mit dem Griff für oben. Ziehe ich so rüber und dann habe ich mir überlegt, falte ich das hier nach innen, einmal, zweimal und kann das dann gleich wieder. Und die Tasche wird bei mir eine Attrappe. Ich falte das hier aufeinander, so dass da noch ein kleiner Rand entsteht und klebe die untere Seite einfach fest. Da ich in den Rucksack ja alle Schätze reinpacken kann, muss ich vorne die Tasche nicht so groß haben, dass da was reinpasst. Die ist also Attrappe. Kannst du alles anders machen und bei einem größeren Rucksack würde ich das wahrscheinlich auch anders. So, dann hier mal mittig aufgesetzt. Gerade, halbwegs, fast. Mein doppelseitiges Abreißklebeband macht sich hier ganz gut. Jetzt auf die Seite ein Stück und auf die Seite ein Stück. Schiebe die schon mal so ein bisschen übereinander hier. Mal die Größe variieren für den Tragegriff oben. Und wo kommt das Ganze drauf? Hier setze ich das Ganze drauf, also hebe ich das nochmal, mache ich das raus und schaue, dass ich das gerade andrücke und dann wieder hochziehe. Ja, passt.
So weit, noch ein Stück zusammenschieben, das passt gut. Und jetzt kommen die Gurte. Dafür setze ich hier hinten ein Stück Reifen drauf, wo das ein bisschen was vom Ende überstehen kann. Könnte ich jetzt ausmachen, mache ich aber nach Augenmaß. Hier oben setze ich die gleich zum Anfang zusammen. Auch das kann jeder anders machen. Ich mache das so. Deswegen ziehe ich das hier unten ab, klebe zuerst die Ecke ein bisschen leicht schräg drauf. Das andere Stück an die andere Ecke, auch so leicht schräg. Setze mir die beiden hier oben zusammen. Wenn sie zu lang sind, werden sie gekürzt. Gucken wir uns gleich mal an. Erstmal so schön aufeinander. Dann würde ich das hier ranschieben. Und das ist mir tatsächlich zu lang, ein Stück, also hier mal ein Stück quer rüber geschnitten. Einmal ab. Nochmal das doppelseitige Band drauf. Und dann mittel ich das hier so aus, so dass der Klebstoff überall Klebstreifen drauf sitzt. Drücke an und fertig ist mein zweiter Rucksack. Mein dritter Rucksack, weil mit dem hier habe ich geübt. Also den Urwaldrucksack, den maritimen Rucksack und den Rucksack, der auch maritim ist mit den nautischen Geräten. 3 Rucksäcke, alle würden in meine Explosionspassage passen. Fertig ist mein Projekt. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alle Maße findest du auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.